Fußball 2000, wir sind wieder hier und ich muss erstmal in die richtige Kamera gucken und liebe Leute, ihr seht, eigentlich ist es da, ja Wahnsinn. Also ihr seht, liebe Leute, das ist tatsächlich so, wir sind hier richtig amateurhaft unterwegs. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Ja. Hallo. Und wir haben gedacht, wir machen mal ein kleines Update und zwar ein kleines Transfer-Update, denn natürlich kleine Winterpause bei der Frankfurter Eintracht, aber natürlich ist ein bisschen was passiert. Ja, offensichtlich war es aber so, dass Markus Krösche da doch nicht jetzt unbedingt freie Tage hatte, sondern ein bisschen was gemacht hat. Und zwar sieht so aus, als würde Yunus Ebnutaleb zur Eintracht wechseln. Von aber noch alles nicht fix, deswegen sage ich. Ne? Sky berichtet, glaube ich, das ist durch und Bild ist, glaube ich, nachgezogen oder so. Und da muss ich sagen, das ist dann doch ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Frankfurter Bub, hier geboren, in der Jugend für Rot-Weiß Frankfurt gespielt. Ja. Und dann eine relativ kuriose Karriere hingelegt, war dann bei Perugia in der U19 oder so, es hat nicht funktioniert, ein halbes Jahr vereinslos, ist dann zu Gießen gegangen, Hessenliga. Und jetzt in Elversberg, der absolute Shootingstar der zweiten Liga. Und da muss ich sagen, der Transfer hypt mich ein bisschen tatsächlich. Kann ich völlig nachvollziehen. Auf jeden Fall einer der Top-Torschützen in der zweiten Liga. Es ist tatsächlich so, was ich gelesen habe, 8 Millionen will die Eintracht jetzt oder soll die Eintracht sofort bezahlen. Es gibt einen Bonus für 2 Millionen und da merkt ihr schon, liebe Leute, es ist natürlich ein bisschen ein Problem gewesen, dass der VfL Wolfsburg zuletzt auch Interesse hatte. Ja. Und die Wolfsburger... Junge. Ja, was machst du? Was soll das, ey? Die fiesen Map auf jeden Fall wären auch in der Lage gewesen, 10 Millionen zu zahlen und deswegen musste die Eintracht nochmal aufstocken. Die Saarländer bekommen also dann 8 Millionen. Und Stefan, das ist, finde ich, ganz krass, weil ich hatte letzte Woche mit Basti darüber gesprochen und da haben wir darüber gesprochen und er meinte sofort, ich hatte noch gedacht, es wird vielleicht eher ein Sommertransfer, aber es sieht ja wirklich so aus, als würde er direkt an den Main wechseln. Ja, er hatte, meine ich, auch nochmal gesagt, von wegen, er würde in Elversberg bleiben, erstmal bis Sommer. Da siehst du, wie schnell es gehen kann. Ich glaube, dass halt der Eintracht Frankfurt für den eine besondere Nummer ist. Ne? Dadurch, dass der hierher kommt. Ich glaube, der Vater wohnt noch hier, der hat in Rödelheim irgendwie, der ist ja selber Taekwondo Sportler gewesen oder auch sowas. Olympionike, so, ne? Also krasse Sportlerfamilie und die sind hier vielleicht halt mal einen Artikel auf hessenschau.de geben demnächst. Möglicherweise. Das ist halt so das Ding irgendwie, was da, glaube ich, eventuell den Faktor, also was der entscheidende Faktor dann war, ne? Dass du halt als 22-Jähriger, der lebt gerade eher seine eigene Disney-Geschichte so, ne? Der war noch vor einem Jahr, hat der noch Hessenliga gespielt und jetzt geht der als, ich weiß nicht, 11 Hütten oder so hat er gemacht bisher, glaube ich, in der zweiten Liga, ne? Startet da völlig durch innerhalb eines halben Jahres, geht jetzt in seine Heimatstadt zurück und spielt dann wahrscheinlich bei dem Verein, dem er die Daumen gedrückt hat, als er klein war, so, ne? Also das ist schon richtig, richtig geil. Das ist auch die Sache, die mich richtig hypt bei dem Transfer. Das sind zwei Sachen. Einmal sein Profil, weil der ist, da muss man natürlich gucken, kann der sich irgendwie adaptieren jetzt irgendwie an die erste Liga. Ist das Risiko, weil 8 Millionen sind natürlich schon eine ganze Menge, liebe Leute. Schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht, weil es ist immer noch ein Risikotransfer, nur weil es in der zweiten Liga funktioniert hat. Wir haben jetzt auch andere schon gesehen, die von uns weggegangen sind in der zweiten Liga, viel genetzt haben, Ache beispielsweise, die sich dann wieder in der ersten Liga bedeutend schwer tun. Wie siehst du das? Das ist schon eine Menge Holz auf jeden Fall. Ich finde, das ist so ein bisschen das Problem generell auf dem Transfermarkt gerade, dass du Preise zahlst, die schon irgendwie eigentlich das Doppelte sind von dem, was jetzt vor 5 Jahren noch aktuell gewesen wäre. Ja. Ne? So ein Zweitliga-Stürmer hättest du vor 5 Jahren oder so, hättest du halt 5 für den bezahlt wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Das ist nun mal so, das ist natürlich auch riskant, gerade wenn man so bedenkt, dass man vor einem Jahr 26 Millionen für El Iwahi gezahlt hat. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so wie bei Wolfsburg, ne? Die einfach irgendwie, du kannst nicht immer wieder so die dicken Scheine da hinlegen. Trotzdem, wie gesagt, bei dem wird die Frage sein, kann der das, can he do it in der Bundesliga so? Ja. Da bin ich sehr gespannt. So schön sagen, can he do it in der Bundesliga? Wie weit passt der quasi ins System? Das ist ein klassischer Mittelstürmer. Also der ist abschlussstark auf jeden Fall, der ist durchsetzungsstark. Das ist ein Profil, der ist auch groß, kopfballstark so. Das ist ein Profil, was ich schon spannend finde tatsächlich. Der spielt bei Elversberg aber meistens alleinige Spitze. Ne? Das ist halt die Frage, wie kannst du das System dann zum Beispiel umstellen, wenn jetzt Burkhardt zurückkommt irgendwann im Januar, wenn eventuell auch noch ein zweiter Stürmer kommt, über den wir gleich reden, dann hast du da 3, eventuell 4 Stürmer vorne drin, wo eventuell die Möglichkeit besteht oder es vielleicht sogar taktisch besser wäre, da noch einen zweiten dran zu stellen. Ja. So, ne? Und ich finde das total spannend, weil das ist ja genau das, was du sagst. Wir haben ja jetzt am Interview jetzt auch gesehen, Heribert Bruchhagen hat ja gesagt, das war alles gar kein Problem, als Manager irgendwie unterwegs zu sein, auch gar kein Stress, aber es gibt andere, ich glaube, ein Krösche würde das zum Teil ein bisschen anders sehen. Und jetzt haben wir aber natürlich auch gehört, Axel Hellmann hat auch
auch gesagt, dass jetzt ein bisschen was auch passieren muss, dass im Angriff im Endeffekt wirklich zu wenig Drive drin ist. Auch diese Aggressivität, die man sich in Frankfurt wünscht, wieder neu implementiert werden soll. Ich glaube, da wäre Ebnu Talib auf jeden Fall jemand, der das Frankfurter Gen in sich trägt. Ich glaube, das ist eine super Nummer, aber du hast ja richtig gesagt, liebe Leute, lasst mal ein bisschen Liebe da für Ebnu Talib. Wäre das jetzt jemand für euch, den ihr sagt, es wäre einer von mehreren, es sieht danach aus, es sieht gut aus, wir sehen die Entwicklung, letzte Woche haben wir noch gesagt, okay, es könnte was werden, aber wir wissen gar nicht, ob das diese Saison schon passiert, jetzt sieht es wirklich danach aus, dass das im Winter passiert, das ist eine super Angelegenheit, ist aber nur einer von mehreren und jetzt müssen wir genau über Stürmer 2 sprechen, aber du willst noch was sagen. Ich will noch einmal da rein. Die eine Sache, die mich wirklich hypt bei Ebnu Talib ist eben genau diese Story, die der hat. Ja. Also, dass du quasi so es nicht schaffst auf geradem Wege in deiner Heimatstadt und dann so einen krassen Weg voller Kurven irgendwie gehst, dann wie wir natürlich, und dann durchstartest, wie wir, und dann zurückkehrst in deine Heimatstadt und wirklich, ich fantasiere davon, dass der Typ, ich meine, der hat die Family ist hier, seine ganzen Kumpels sind hier, ne? Man hört aus der Ecke irgendwie, dass er selber auch total gehypt ist, dass das halt passiert. Und ich träume davon, dass der direkt in 10 Tagen oder wann in Dortmund den 2:1 Siegtreffer erzielt in der 90. und dann vor der Südtribüne irgendwie sich in den Schritt greift oder sowas, weißt du? Und dann macht er in der Woche drauf nochmal 2 und dann ist er hier sofort irgendwie Publikumsliebling, Alter. Und ich habe einfach richtig Bock drauf, dass das funktioniert. So eine kleine Cinderella-Feel-Good-Story. Also ein kleiner Anzugtransfer für dich potenziell? Schon. Es muss natürlich, der hat super viele Fragezeichen. Ist er zu teuer? Schafft das in der Bundesliga? Ne? Reicht das, ein halbes Jahr Profifußball zu spielen, um dann bei der Eintracht zu performen? Wir wissen es alle nicht. Ich denke, da weiß die Scouting-Abteilung der Eintracht wahrscheinlich ein bisschen mehr noch als wir. Die scheinen sich mehr zuzutrauen. Aber rein so für den Payback, den du bekommen würdest, wenn das klappt, der wäre doppelt so geil, weil der Typ hierher kommt und ein Kind dieser Stadt ist einfach, ne? Auf jeden Fall. Ich finde genau das, was du sagst, ich finde es total toll, überhaupt, dass die Eintracht mal diesen Move gemacht hat. Also wenn das jetzt finalisiert wird, weil es ist oft genug, dass wir Leute sehen, wo wir sagen, guck mal, die werden schon was. Und jetzt hast du das Profil mit diesem Frankfurter Profil, ne? Dass er wirklich ein Eintracht-Mensch auch ist und ein Frankfurter Typ. Und ich kann mir vorstellen, dass das super funktioniert. Wir müssen ihm dann natürlich auch die Zeit geben, ne? Sich dann erstmal zu adaptieren. Aber das Ding ist, ja, von mir aus kann er ja machen. Das Gute ist, er wird aber nicht der Einzige sein. Und da ist der Punkt, da will ich jetzt ein bisschen hin. Denn es ist natürlich so, wir hatten immer über Ursula gesprochen, ja. Im Sommer war das ja ein größerer Name, der gerüchtet wurde. Vom einer hat's geklappt, von Newcastle. Jetzt ist der Spieler ja auch verletzt, ne? Ist nicht mehr ganz so im Fokus. Und jetzt dreht sich aber das Karussell in eine Richtung, die durchaus uns bekannt vorkommt. Und Kali Muendo wieder in das Erscheinungsbild kommt, 1,75 Meter groß, der Mann, der in seiner Jugend unter anderem nicht viel in Paris gespielt hat, unter anderem im Vorort Saint-Cloud. Da ist übrigens das schöne Rock en Seine, die Konzertreihe, also kann ich euch sagen, es ist wunderschön dort, da gibt es tolle Bäume und viel Landschaft, also so wirklich, geil, Funfact. Kann ein bisschen mit Wissen hier prahlen, ja. Also, wenn ihr mal wieder irgendwie einen Kulturtipp braucht, auf jeden Fall, im Sommer geht's wieder rund, auf jeden Fall schöne Headliner, aber ich glaube, The Cures spielt unter anderem. So, genau, aber jetzt kommen wir wieder zum Fußball. Also, Kali Muendo, zuletzt in England unterwegs gewesen, da überhaupt nicht erfolgreich. Bei Nottingham Forest ist ja für, glaube ich, 30 Millionen gewechselt, ne? Und da waren ja die Hoffnungen, weil er unter anderem bei Rennes regelmäßig gut getroffen hat. Das funktioniert gar nicht. Und das wäre jetzt eine Option, dass die Eintracht, nachdem sie den Namen ja jahrelang schon auf dem Zettel haben, wieder reinkommen. Was ist dein Take dazu? Ich finde den spannend. Ich finde ihn sehr spannend. Der war ja mehrfach schon in der Verlosung letzten Winter, als dann Wahi kam und auch in den Jahren davor, glaube ich, 1-2 Mal. Der ist 23 Jahre alt, der spielt aber schon seit seine 6. Profisaison oder sowas halt, ne? Also, und der hat gute Scorer, mal mehr, mal weniger. Der war bei PSG, glaube ich, hat der ein Jahr im Profikader gestanden. Als ganz junger Bursche war dann zweimal verliehen an Lens, war dann bei Rennes, glaube ich. Und Rennes war seine beste Station. Und da hat er jetzt zuletzt tatsächlich, der hat immer zweistellig gescored in der Liga und hat jetzt tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, 17 Lücken gemacht. So. Ja. Der bringt auch ein spannendes Profil mit, der erinnert mich ein bisschen an Johnny Burkhardt. Der weiß sich sehr gut zu positionieren in der Box irgendwie, ne? Der hat einen guten Abschluss, der ist aber auch jemand, der mehr am Spiel teilnimmt als jetzt der Ebnu Talib. Der ist schon ein klassischer Mittelstürmer. Den Kali Muendo, der kommt oft entgegen, der weicht mal aus und so, der hat einen größeren, der hat einen größeren Radius so und ich habe mir die ganze Zeit das Mikro hier so unter die Nase, ich kriege so, Moment mal, erinnert mich an irgendwas.
Also anderer Stürmertyp nochmal. Du würdest quasi, wenn du beide holst, hättest du zwei sehr unterschiedliche Stürmertypen. Und den finde ich schon geil. Also auch, weil ich denke, okay, jetzt hat es einmal nicht geklappt mit so einem mit so einer französischen U-Rakete, ne, mit Wahi, der dann wahrscheinlich ja wieder weggeht. Davor aber hast du ja extrem gute Erfahrungen gemacht mit Ekitike und auch mit Kolo Muani. Die sind top ausgebildet. Der Typ hat in den U-Nationalmannschaften gebombt. So, also, und Karim Muendo sagt man auch nach, dass er einen klaren Geist hat. Ne? Also das ist auch jemand. Anders als andere Leute. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir am Sonntagabend im Döner, um mit euch hier schon eine schöne Aufnahme zu machen. Döner da kalt. Ja, der wird tatsächlich angenehm kalt. Sieht aber tatsächlich noch auch einigermaßen ansprechend aus. Ja, und nicht so heiß. Lau wie meine Gags. Ja, gut. Aber immerhin laue Gags. Auch nur deswegen wirst du nur so mäßig bezahlt bei uns. Also insofern. Mittelmäßige Typen, mittelmäßiges Gehalt. Irgendwas ist immer. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, das könnte wirklich als Zweitransfer dann tatsächlich gut sein. Dann hättest du mit Ebnou Talib und mit Karim Muendo jemanden oder zwei Leute, mit denen du wirklich sagen kannst, du kannst das Profil einigermaßen ändern im Sturm, weil es bitter notwendig ist. Man muss aber dazu sagen, das ist richtig viel Asche. Richtig. Also sagen wir mal 10 für Ebnou Talib und dann zahlst du jetzt, wenn es so ein Leih-Kaufoption-Ding wird, zahlst du jetzt nochmal 2 Leihgebühr, 2 Millionen und dann halt 20 nochmal drauf im Sommer. Genau. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Punkt, dass eigentlich ja auch noch irgendwie im Mittelfeld eventuell auch noch einer kommen sollte. Ja. So, ne? Also das ist richtig viel Asche. Da kann man schon so ein bisschen einpreisen, okay, im Sommer wirst du 1, 2 Spieler für viel Geld wieder verkaufen, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Trotzdem ist das mittlerweile, manchmal sind das so Sphären, in denen sich die Eintracht bewegt, wo mir echt ein bisschen schwindig wird. Denn mir wird auch schwindig. Du, das ist gar nicht auch das, was wir früher gewohnt waren. Und das ist immer noch einigermaßen neu für uns. Wir müssen uns da immer noch dran gewöhnen, dass das Summen sind, über die wir rational sprechen können, weil das halt natürlich diese Verhandlungsmasse ist. Aber es ist natürlich auch auf der einen Seite so, dass potenziell wir schon bei einigen Spielern wissen, wir haben jetzt gesehen, Keita Kosuke kommt jetzt, der japanische Nationalspieler, Linksverteidiger, der aus Schweden kommt. Wir haben letzte Woche haben wir ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Das ist der Vorgriff und der kurzfristige Vorgriff auf einen Nene Brown-Abgang. Weil wir sehen, Nene Brown, da sind schon die ganz, ganz Großen dran. Da ist der FC Barcelona, da ist Real Madrid dran. Das heißt, es wird die ganz Großen erwischen. Ja? Und das heißt natürlich auch, dass über den Sommer hinaus sehe ich da gar keine Chance. Das muss man leider sagen. Und das wird dann aber auch nicht günstig für die. Das heißt, da geht auch wieder Geld. Voll. Und letzten Endes gehst du wahrscheinlich, wenn nichts passiert, so, ne, Gott bewahre, dass sich da jemand verletzt oder so, aber dann wahrscheinlich gehst du dann auch trotzdem aus diesem Transfersommer mit ordentlich Plus. Wenn du sagst jetzt zum Beispiel jetzt hypothetisch, Nene Brown geht für 60 und dann hast du Hugo Larsson auch noch, der vielleicht auch noch geht für 50 oder so. Wenn der sich stabilisiert in der Rückserie. Dann hast du diese 20, für die du potenziell zahlen musst für Karim Muendo, hast du wieder drin natürlich und so, aber trotzdem sind das mittlerweile Summen, da denke ich so, oh krass, ey, holst halt für 26 Millionen Euro Eli Wahi und der funktioniert gar nicht. So, der kriegt sofort so Schalke 04 Urangst, weil ich denke so, oh fuck, verzockt euch bitte nicht so. Ne? Gott, jetzt muss ich sofort an Christian Groß denken, der nennt er dann irgendwie anders. Massimo Schiff spielt auch. Never forget. Also krasse Sphären, in denen man unterwegs ist. Aber du hast einen Spieler angesprochen, über den will ich mit dir ganz kurz sprechen, weil wenn wir über Transfers Neuerwerbung sprechen. Das sieht jetzt alles ganz gut aus mit Ebnou Talib. Da scheint sich wirklich die Eintracht jetzt schon auf dem Wege der Einigung zu finden. Wir halten noch mal kurz fest, 8 Millionen wird die Ablöse sein, die Saarländer bekommen und 2 Millionen wird dann noch ein Bonus sein. Damit hat man dann den VfL Wolfsburg offenbar ausgeschlagen. Dann sieht es auf der anderen Seite auch gut aus mit Karim Muendo. Da müssen wir mal sehen, das ist noch ein längerer Prozess. Ich glaube, da ist noch gar nichts gelaufen, weil Ursula gab es ja früher auch Gespräche. Müssen wir gucken, wo das hinläuft. Aber es sieht so aus, als würden 2 neue Transfers in Sachen Sturm auf die Eintracht zukommen. Aber das heißt natürlich, auf der Abgabenseite wird sich auch ein bisschen was tun. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich den Mann, über den wir eben schon gesprochen haben, Eli Wahi. Das hat nicht funktioniert, das müssen wir ganz klar sagen. Und das war ein bisschen nur für Frustration für alle. Und jetzt haben sich aber so ein paar Situationen aufgetan. Erst hatten wir die Hoffnung, der könnte ja wechseln. Und zwar zu Lens war das nämlich. Und Lens ist Nizza. Zu Nizza, genau, vielen Dank. Na, vorhin darüber geredet, jetzt haben wir es doch falsch gemacht. Ja, genau. Aber warum haben wir es falsch gemacht, kann ich euch erklären. Weil Nizza hatte jetzt bis zu vor kurzem, und das ist das Problem, den ehemaligen Trainer von Lens, wo der Kollege Wahi so erfolgreich war. Ja. Aber das hat sich jetzt geändert, ne? Genau, der ist seit heute raus. Schlecht. Und das ist nicht so gut, ob das dann trotzdem noch irgendwie eine Option ist. Ich meine, gehört zu haben, dass Sevilla auch so ein bisschen interessiert war. Und die sind sogar sehr interessiert, weil da ist es ganz spannend, dass Sevilla sogar plant, mit einer
Kaufoption. Leihe mit Kaufoption. Und das wäre für die Eintracht natürlich besonders gut. Wir wissen es ja, dass diese Leihen ohne Kaufoption nicht immer so günstig waren für die Eintracht, wo einige Spieler dann am Endeffekt nicht das gebracht haben, was sie versprochen haben. Mit dieser Möglichkeit, Leihe mit Kaufoption, auch einer festen, und sich einigermaßen anbieten, könnte dann im Endeffekt so laufen, dass Wahid dann vielleicht dort bleibt. Also der FC Sevilla scheint Interesse zu haben. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass es trotz dieses Halbjahres oder trotz dieses Jahres, muss man ja sagen, offensichtlich noch einen Markt gibt für Wahi. Und genau, also wenn das irgendwie hinausläuft auf eine Leihe mit Kaufoption, vielleicht auch eine Leihe mit Kaufpflicht, was auch immer. Dann sage ich natürlich nochmal ja. Ja, also guck, dass du irgendwie mit möglichst wenig Verlust aus der Nummer rausgehst, weil dass der nochmal einschlägt, da habe ich als wahrscheinlich allerletzter hier im Umfeld der Eintracht irgendwann jetzt vor ein paar Wochen auch gesagt, als klar, das wird nicht mehr passieren. So. Manchmal ist das so, dann ist es halt so. Aber ich denke, egal ob jetzt Sevilla oder Nizza oder wo auch immer, ich denke, dass das jetzt in den nächsten Tagen sich irgendwie tun wird. So. Nizza wird's dann wahrscheinlich nicht, weil er nicht mehr in den warmen Schoß seines ehemaligen Trainers gleichen kann. Also wird's wahrscheinlich sogar der FC Sevilla. Wie man so schön sagt. Wie man so schön sagt. Liebe Leute, schaut mal und schreibt mal in die Kommentare, was ihr sagt. Könnte vielleicht doch ein dritter Verein noch interessant werden. Es gab ja auch mal Gerüchte für Wahi in der Türkei. Ja, da hat sich ein bisschen was getan, aber das ist nicht wirklich erhärtet. Dann gab's noch ein paar andere Gerüchte, potenzielle Abgänge noch. Wir wissen, Amondar, da war Nizza auch mal dran. Da habe ich gar kein Interesse dran, weil ich glaube, wir müssen unsere Verteidiger in dieser Saison auf jeden Fall zusammenhalten. Da jetzt nochmal jemanden rauszunehmen, würde ich für fatal halten. Ja. Und dementsprechend, wir gucken mal, wie es läuft, aber unser kleines Update hat euch auf jeden Fall erhellt. Und jetzt wisst ihr, Ebnu Talib, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und mal schauen, was mit Kalimur Endo ist. Genau. Das sind für mich so die beiden heißesten Nummern jetzt. Ja, das glaube ich dauert auch nicht mehr allzu lange, weil am 2.1. ist, glaube ich, Auftakt, Trainingsauftakt, also Ende der Woche. Und dann will die Eintracht das fix haben. Und da, glaube ich, willst du das fix haben, weil da hast du nur noch eine Woche, um dich vorzubereiten. Genau. Und du willst die Jungs ja nächstes Mal im Training sehen. So, und jetzt will ich mal Döner essen. Das machen wir und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Spannung, Spaß und Eintracht Frankfurt. Wir gehen den größten Mysterien von Eintracht Frankfurt auf den Grund in Fußball 2000 Mystery. Die erste Folge findet ihr hier. Da geht es um Lajos Detteri und die verschwundenen Detteri-Millionen. Und ihr klickt da rein.